Es beginnt in der Stille. Ein Kräutergarten im Morgengrauen, Tau auf den Blättern, eine alte Hand, die sorgsam Blüten sammelt. Kein Labor, keine Maschinen, nur die Natur, die heilt, wie sie es seit Jahrtausenden getan hat. So lebten die Menschen einst. Sie lauschten auf die Zeichen des Körpers, suchten Heilung in Pflanzen, in Ritualen, in der Weisheit der Alten. Heilung war mehr als Technik. Sie war eingebettet in ein Weltbild, das Mensch, Natur und Geist als Einheit verstand. Heute dagegen klingt Heilung oft nach Neonlicht, nach Piepen von Monitoren, nach der klaren Sprache der Wissenschaft. Operationen, Medikamente, Impfungen, Errungenschaften, die Millionen Leben retten. Und doch, wie oft fühlen wir uns dabei reduziert auf Symptome, Zahlen, Werte? Zwischen diesen beiden Welten spannt sich eine unsichtbare Brücke. Die alte Heilkunde, die wir fast vergessen haben, und die moderne Medizin, die unser Leben rettet. Doch die Frage bleibt, haben wir auf unserem Weg zur Hightech-Medizin auch etwas verloren? Etwas, das vielleicht wichtiger war, als wir glauben? Dieses Projekt begibt sich auf eine Reise durch Zeiten und Kulturen. Es sucht nach dem verborgenen Wissen alter Heiler und nach Antworten, was wir von ihnen lernen können, ohne den Fortschritt der modernen Medizin aufzugeben. Denn vielleicht liegt die wahre Kunst der Heilung nicht entweder oder, sondern im sowohl als auch. Stell dir eine Szene vor. Ein kleines Feuer brennt in der Dunkelheit, um es herum sitzen Menschen, krank, erschöpft, voller Hoffnung. Vor ihnen steht ein Schamane mit bemaltem Gesicht. Rauch steigt aus einer Schale mit Kräutern auf. Er singt, er legt Hände auf, er reicht einen bitteren Sud. Für die Menschen damals war das nicht nur Medizin, es war Heilung, Ritual und Glaube zugleich. Springen wir nach Ägypten. Ein Schreiber notiert akribisch, wie man Honig auf eine Wunde legt. Daneben steht ein Priesterarzt und flüstert Worte, die gleichzeitig Gebet und Rezept sind. Heute wissen wir, Honig hemmt Bakterien, aber damals war es vor allem ein Geschenk der Götter. In Indien klappern Töpfe in einer alten Küche. Eine Heilerin mischt Ingwer, Kurkuma und Milch, während sie murmelt. Dies wärmt den Bauch, beruhigt das Feuer. Ayurveda nannte das ein Ungleichgewicht der Dosas. Für uns ist es Verdauung, Stoffwechsel, Entzündung. Unterschiedliche Worte, dieselbe Beobachtung. Und in China? Dort sitzt ein alter Arzt mit feinen Nadeln, die er vorsichtig in die Haut seines Patienten setzt. Er erklärt, deine Energie stockt hier. Der Patient atmet tief, entspannt. Jahrtausende später nennen wir es Stimulation von Nervenbahnen. Selbst in Europa, auf einem Dorfmarkt im Mittelalter, kauert eine alte Frau zwischen Säcken voller getrockneter Kräuter. Sie kennt ihre Wirkung besser als jeder Gelehrte. Weidenrinde gegen Fieber, Johanniskraut gegen Schwermut, Kamille für die Kinder. Die Leute kommen heimlich zu ihr, denn nicht selten wurden solche Frauen verfolgt und als Hexen verbannt. Was all dieser Ort verbindet, ist nicht nur das Wissen um Pflanzen, es ist eine Haltung. Krankheit war nie nur ein Defekt, sie war ein Zeichen, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten war. In der Nahrung, im Leben, vielleicht sogar in der Seele. Alte Heilkunde war mehr als Medizin. Sie war eine Brücke zwischen Mensch und Natur, zwischen Körper und Kosmos. Und vielleicht, so leise es klingt, war das ihr größtes Geheimnis. Eine Klosterzelle irgendwo im Mittelalter. Das Licht einer Kerze flackert über Pergament. Ein Mönch sitzt gebeugt über ein dickes Buch. Er schreibt sorgfältig lateinische Wörter ab. Heilpflanzen, Rezepturen, Anweisungen für Salben und Tees. Neben ihm liegt ein Kräuterbündel, das nach Minze und Thymian duftet. Für ihn war das Kopieren kein bloßes Abschreiben. Es war das Bewahren von Heilkunst in einer Zeit, in der Wissen leicht verloren ging. Im gleichen Jahrhundert weiter im Osten. In Bagdad steigt der Duft von Gewürzen und Tinten in einer Bibliothek auf. Dort arbeitet Ibn Sina, Avicenna, wie ihn Europa später nennen wird. Er schreibt sein Kanon der Medizin, ein Werk, das jahrhundertelang Standard bleiben wird. In seinen Schriften mischt er antikes griechisches Wissen mit arabischen Erkenntnissen. Er beschreibt Krankheiten, Heilpflanzen, sogar erste Gedanken über Ansteckung. Ein wahres Fundament der Medizin. Und in Deutschland, viele Jahre später, eine Frau geht durch den Garten eines Klosters am Rhein. Ihr Name ist Hildegard von Bingen. Sie betrachtet Pflanzen, sammelt Blätter, hört den Vögeln zu. Doch sie hört nicht nur die Natur, sie hört, wie sie sagt, auch die Stimme Gottes. In ihren Schriften verknüpft sie Heilpflanzen mit spirituellen Visionen. Für sie war Heilung immer auch eine Frage der Seele. Doch während in Klöstern und bei Gelehrten das Wissen wuchs, sah die Wirklichkeit vieler Menschen anders aus. Krankheiten wüteten in den Dörfern. Pest, Fieber, Verletzungen.
Oft blieb nichts als das Vertrauen in die Dorfheilerin oder den Bader, der Blut abließ. Heilung war Glückssache zwischen uraltem Kräuterwissen und gefährlichem Aberglauben. Und dennoch, diese Zeiten legten den Grundstein für das, was später moderne Medizin werden sollte. Bücher und Schriften sammelten Wissen. Klöster wurden zu Orten der Heilpflanzenkunde. Arabische und europäische Gelehrte verbanden Traditionen mit neuen Beobachtungen. Es war eine Zeit des Übergangs zwischen Magie und Methode, zwischen Glauben und Wissenschaft. Ohne diese stille Arbeit in dunklen Klosterzellen, in staubigen Bibliotheken, hätte die Medizin den nächsten großen Sprung vielleicht nie gemacht. Ein Londoner Labor im Jahr 1928. Alexander Fleming kehrt von seinem Urlaub zurück, schaut auf eine Petrischale und entdeckt etwas, das die Welt verändern wird. Schimmelpilz, die Bakterien abtötet. Penicillin, was zufällig beginnt, wird zur mächtigsten Waffe gegen Infektionen, die zuvor Millionen Menschenleben gekostet haben. Zur gleichen Zeit in einem Operationssaal. Sterile Instrumente blinken im Licht. Ärzte tragen Masken. Sie waschen ihre Hände in Desinfektionslösung. Was für uns selbstverständlich wirkt, ist damals eine Revolution. Noch ein halbes Jahrhundert zuvor starben die Patienten nicht an der Krankheit, sondern an den Keimen der Operation. Jetzt überlebt man Eingriffe, die früher undenkbar gewesen wären. Und währenddessen im 20. Jahrhundert? Krankenhäuser wachsen zu gewaltigen Komplexen. Maschinen summen, Röntgenstrahlen durchleuchten Knochen. Später entstehen Ultraschallbilder von ungeborenen Kindern. Der Mensch wird durchsichtig, kontrollierbar, behandelbar. Eine Maschine, deren Teile man ersetzen oder reparieren kann. Es ist eine Zeit der Siege. Impfstoffe besiegen Pocken, Kinderlähmung, Diphtherie. Antibiotika machen aus tödlichen Infektionen harmlose Erkrankungen. Chirurgen eröffnen den Brustkorb, operieren Herzen, transplantieren Organe. Doch inmitten all dieser Fortschritts wächst auch eine Schattenseite. Immer öfter steht nicht der Mensch im Zentrum, sondern seine Symptome. Ein Medikament gegen Kopfschmerzen, ein anderes gegen Schlaflosigkeit, ein weiteres gegen die Nebenwirkungen der ersten Pille. Die Pharmaindustrie wächst und mit ihr der Gedanke, dass für jedes Leiden eine Tablette existieren muss. Ein Patient sitzt im Wartezimmer. Neonlicht, Plastikstühle, ein Stapel Akten. Er spricht mit dem Arzt, doch die Uhr tickt, die Zeit drängt. 5 Minuten, eine Verschreibung und das Gefühl, dass hier nicht der ganze Mensch gesehen wurde, sondern nur das Problem, das weg muss. Die moderne Medizin rettet Leben, ohne Zweifel. Aber sie reduziert den Körper oft auf Zahlen, Laborwerte, Maschinenbilder. Die alte Verständnis, dass Krankheit auch etwas über das Leben, die Seele, die Verbindung zur Natur sagt, das verschwindet immer mehr im Hintergrund. Eine Apotheke im Jahr 2025. Zwischen glänzenden Regalen voller moderner Medikamente steht eine kleine Ecke, fast unscheinbar. Dort stapeln sich Tees aus Kamille, Salbei, Johanniskraut. Daneben Globuli, Ayurveda-Öle, Tinkturen aus Heilpflanzen. Es wirkt wie ein Fremdkörper inmitten all der Pillenpackungen. Und doch greifen immer mehr Menschen genau hierzu. Auf neuem Marktplatz in Indien sitzt eine alte Frau hinter Schalen voller Kräuter. Kurkuma, Ashwagandha, Tulsi. Junge Menschen mit Smartphones in der Hand kaufen ihre Mischungen, posten sie später auf Instagram als Superfood. Was für sie uraltes Heilwissen ist, erscheint dem Westen plötzlich als Trend. In einer Arztpraxis in Deutschland legt eine Ärztin ihre Patienten Nadeln in die Haut. Akupunktur, eine Methode aus China, die viele noch vor wenigen Jahrzehnten als Aberglauben taten. Heute zahlen Krankenkassen dafür, weil Studien zeigen, sie kann Schmerzen lindern. Und in Kliniken, die Krebs behandeln, hängt manchmal ein unscheinbarer Tropf. Misteltherapie. Eine Pflanze, die schon in alten Ritualen heilig war, wird heute begleitend zur Chemotherapie eingesetzt. Doch die Rückkehr der alten Heilkunde ist nicht ohne Konflikt. Manche schwören auf Homöopathie, obwohl wissenschaftlich kaum etwas nachweisbar ist. Andere nutzen Heilkräuter ohne Wissen um Dosierungen oder Wechselwirkungen und riskieren mehr Schaden als Nutzen. Gleichzeitig nutzen Konzerne das Interesse, verwandeln Jahrtausende altes Wissen in teure Nahrungsergänzungsmittel, verpackt in Hochglanz. Es ist ein Paradox. Was einst selbstverständlich war, das Wissen um die Heilkraft der Natur, wirkt heute exotisch, esoterisch oder wird als Luxusprodukt verkauft. Doch zwischen Marketing, Mythen und echter Wirksamkeit bleibt etwas bestehen. Die alte Heilkunde erinnert uns daran, dass Heilung nicht nur Chemie ist, dass ein Körper nicht nur ein Reparaturfall ist, sondern dass Heilung oft dort beginnt, wo der Mensch wieder im Einklang mit sich selbst und seiner Umwelt steht.
Ein modernes Krankenhaus. Monitore piepen, Ärzte in weißen Kitteln eilen durch die Gänge. In einem Zimmer sitzt eine Patientin nach einer Operation. Neben den Infusionen steht eine kleine Teekanne, aus der Kamille düftet. Eine Schwester erklärt leise, das beruhigt den Magen. Hightech und Heilkräuter nebeneinander, nicht gegeneinander. In einer Krebsstation hängt ein Tropf mit Chemotherapie. Hart, aggressiv, lebensrettend. Doch die Ärztin spricht mit dem Patienten nicht nur über Medikamente, sondern auch über Ernährung, Bewegung, mentale Stärke. Sie empfiehlt Yoga, pflanzliche Unterstützung, Akupunktur gegen Schmerzen. Die alte Heilkunde tritt nicht an die Stelle der modernen, sie ergänzt sie. Ein anderer Ort, eine Universitätsklinik. Junge Ärzte lernen nicht nur Anatomie und Pharmakologie, sondern auch Pflanzenkunde. Sie hören von Weidenrinde und Johanniskraut. Nicht alles Hexenwissen, sondern alles Ursprung moderner Medizin. Denn ohne die alten Rezepte gäbe es heute kein Aspirin, kein Digitalis, kein Morphium. Es ist, als würden zwei Flüsse zusammenfließen. Der eine klar geordnet mit der Kraft der Wissenschaft, der andere wild tief verwurzelt mit dem Wissen von Jahrtausenden. Dort, wo sie sich verbinden, entsteht etwas Neues. Eine Medizin, die den Menschen nicht nur repariert, sondern ihn versteht. Vielleicht ist das die Heilkunst der Zukunft. Nicht ein Kampf zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde, sondern ein Miteinander, das beides anerkennt. Die Präzision der Technik und die Weisheit der Tradition. Ein Appell an uns alle. Heilung ist mehr als ein Rezept, mehr als eine Operation, mehr als eine Pille. Heilung bedeutet, das Menschen als Ganzes zu sehen, Körper, Geist, Seele und seine Verbindung zur Natur. Die alte Heilkunde erinnert uns daran, wo wir herkommen. Die moderne Medizin zeigt uns, wie weit wir gehen können. Doch vielleicht liegt die wahre Zukunft nicht im Entweder-Oder, sondern in der Brücke dazwischen. Und die Frage, die bleibt, ist nicht nur wissenschaftlich, sondern zutiefst menschlich. Wollen wir wirklich nur Krankheiten bekämpfen oder wollen wir lernen, wieder ganz zu leben?